Willkommen zu diesem Podcast. Wenn du gerade zuhörst, hast du bereits den wichtigsten Schritt gemacht. Du hast dich entschieden, Deutsch zu lernen. In dieser Stunde geht es nicht um perfekte Grammatik, sondern darum, die Sprache aktiv zu benutzen. Du darfst zuhören, dich an den Klang gewöhnen und später selbst sprechen. Genau. Viele lernen Deutsch nur mit Büchern oder Apps, aber Sprache entsteht durch Sprechen. Deshalb halten wir die Theorie hier sehr kurz. Wir sprechen langsam, klar und natürlich, damit du Vertrauen in deine eigene Stimme bekommst. Damit du weißt, mit wem du diese Zeit verbringst, stelle ich mich kurz vor. Ich heiße Markus, komme aus Spanien und lebe seit 6 Jahren in Deutschland. Am Anfang konnte ich nur wenige Sätze, aber ich habe sie jeden Tag benutzt. So wurde ich Schritt für Schritt sicherer. Ich heiße Sarah und lebe seit fast 30 Jahren in Deutschland. Deutsch ist ein Teil meines Alltags geworden und trotzdem lerne ich jeden Tag weiter. Sprache verändert sich ständig und genau das macht sie lebendig. In diesem ersten Kapitel geht es darum, über sich selbst zu sprechen. Das ist oft das Erste, was man braucht, wenn man neue Menschen trifft. Dafür reichen einfache Sätze wie Ich heiße, ich komme aus, ich bin. Diese Sätze kannst du einzeln sagen oder zu einem kurzen Text verbinden. So entsteht ganz natürlich eine kleine Vorstellung, ohne Druck und ohne komplizierte Regeln. Als ich neu in Deutschland war, hatte ich eine kleine Karteikarte mit wichtigen Wörtern wie Name, Land, Stadt, Alter und Beruf. Ich habe daraus immer wieder Sätze gebildet, zum Beispiel an der Bushaltestelle oder zu Hause. Nach kurzer Zeit konnte ich 1 Minute frei über mich sprechen. Ich hatte damals ein kleines Heft, in das ich neue Sätze geschrieben habe. Abends habe ich sie laut gelesen, auch wenn es sich am Anfang seltsam angefühlt hat. Mit der Zeit wurde meine Stimme ruhiger und das hat mir viel Mut gegeben. Jetzt hörst du ein paar Sätze, die du für deine eigene Vorstellung benutzen kannst. Das sind einfache Bausteine, die überall funktionieren. Zum Beispiel, ich heiße Markus. Ich komme aus Spanien. Ich lebe in Deutschland. Ich bin 29 Jahre alt. Du kannst diese Sätze verändern und an dein eigenes Leben anpassen. Du kannst auch sagen, ich wohne in einer großen Stadt. Ich arbeite als Krankenpflegerin. Oder ich studiere Deutsch. Meine Hobbys sind Sport und Musik. Es ist nicht wichtig, wie lang dein Text ist. Wichtig ist, dass du sprichst und deine Stimme benutzt. Wenn du willst, kannst du die Sätze auch verbinden und einen kleinen Text daraus machen. Zum Beispiel: Hallo, ich heiße Markus, ich komme aus Spanien und ich lebe seit 6 Jahren in Deutschland. In meiner Freizeit lerne ich gern Sprachen und treffe Freunde. So klingt eine einfache, klare Selbstvorstellung. Du musst nichts auswendig lernen. Denk an 1 oder 2 Sätze und fang an. Dein Deutsch darf ruhig langsam sein. Jetzt ist ein guter Moment für dich. Stell dich selbst vor. Sag deinen Namen, woher du kommst, und 1 oder 2 Dinge über dich. Sprich 1 bis 2 Minuten am Stück. Wenn du magst, sprich laut. Wenn dir ein Wort fehlt, mach weiter. Pausen sind erlaubt. Bleib ruhig und sprich weiter, auch wenn es nicht perfekt ist. Du kannst dieses Kapitel später noch einmal hören und deine Vorstellung verbessern. Mit jeder Wiederholung wirst du sicherer. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Über deinen Tag sprechen. In diesem Kapitel geht es um deinen Tag. Über den Alltag zu sprechen ist sehr hilfreich, weil du diese Wörter jeden Tag brauchst. Du musst nichts erfinden, du beschreibst einfach, was sowieso passiert.
Viele Lernende denken, ihr Alltag ist langweilig, aber genau das ist perfekt für Deutsch. Ein Tag besteht aus vielen kleinen Momenten, und genau diese Momente helfen dir, flüssiger zu sprechen. Am Anfang reichen ganz einfache Sätze. Zum Beispiel: Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich trinke einen Kaffee. Dann gehe ich zur Arbeit. Mit diesen Sätzen kannst du schon viel sagen. Du kannst auch kleine Details hinzufügen, zum Beispiel: Ich dusche, ich höre Musik, ich fahre mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Solche Details machen deinen Text lebendiger, auch wenn die Sätze sehr einfach sind. Ich erzähle dir jetzt meinen Tagesablauf als Beispiel. Ich stehe meistens um 7:30 auf. Direkt nach dem Aufstehen koche ich Kaffee, weil ich ohne Kaffee nicht richtig wach bin. Während der Kaffee läuft, füttere ich meine Katze. Danach setze ich mich an den Tisch, trinke meinen Kaffee und lese Nachrichten. Um 9 beginne ich mit der Arbeit im Homeoffice. Mittags koche ich etwas Einfaches. Am Nachmittag arbeite ich weiter, schreibe Texte oder habe Meetings. Am Abend gehe ich spazieren oder treffe Freunde. Mein Tag sieht ein bisschen anders aus. Ich wache um 6:30 auf und öffne zuerst das Fenster. Danach mache ich kurz Yoga, damit mein Körper wach wird. Um 7 frühstücke ich und trinke Tee. Gegen 8 fahre ich mit dem Fahrrad ins Büro. Mittags esse ich mit Kollegen. Am Nachmittag arbeite ich weiter, beantworte E-Mails und plane meinen nächsten Tag. Gegen 4 mache ich Feierabend und abends ist Zeit für Ruhe oder für Freunde. Du hörst, dass wir keine komplizierten Wörter benutzen. Wichtig sind Zeitangaben wie gegen oder am Abend. Sie helfen dir, deinen Tag klar zu strukturieren. Wenn du willst, kannst du deinen Tag in 3 Teile teilen: Morgen, Mittag und Abend. So bleibt dein Text übersichtlich und du verlierst nicht den Faden. Jetzt ist dein Moment. Erzähle deinen heutigen Tag oder einen typischen Tag aus deinem Leben. Sprich ein paar Minuten am Stück, ohne anzuhalten. Es ist egal, ob du Fehler machst oder ein Wort vergisst. Bleib ruhig, sprich weiter und nutze die Wörter, die du kennst. Du kannst dieses Kapitel jederzeit wiederholen und deinen Text jedes Mal ein bisschen erweitern. Zum Abschluss überlege dir noch eine Sache. Was ist dein Lieblingsmoment am Tag und warum? Sprich darüber laut. Im nächsten Kapitel sprechen wir über Meinungen und Vorlieben. Bleib dran und gönn dir einen kurzen Moment Pause. Meinungen und Vorlieben. In diesem Kapitel sprechen wir über Meinungen und Vorlieben. Dieses Thema ist im Alltag sehr präsent, weil Menschen ständig Entscheidungen treffen und darüber sprechen. Du sagst, was du gern machst, was dir wichtig ist und was du lieber vermeidest. Dafür brauchst du kein kompliziertes Deutsch. Einfache, klare Sätze reichen vollkommen aus und klingen sehr natürlich. Viele Lernende denken, dass sie erst sehr gut Deutsch sprechen müssen, bevor sie ihre Meinung sagen dürfen. Das ist nicht richtig. Meinungen gehören zum Alltag, auch mit einfachen Worten. Wenn du ruhig sprichst und dir Zeit lässt, wirst du verstanden. Sprache ist kein Wettbewerb, sondern ein Werkzeug für Kontakt. Typische Sätze für Meinungen sind zum Beispiel: Ich mag Kaffee, ich mag keinen Tee, ich höre gern Musik oder ich arbeite lieber am Morgen. Du kannst diese Sätze überall benutzen. Sie passen in Gespräche mit Freunden, Kollegen oder neuen Menschen. Sie helfen dir, ein Teil des Gesprächs zu sein. Du kannst deine Meinung auch etwas genauer beschreiben, ohne kompliziert zu werden. Du kannst sagen, ich mag den Morgen, weil es ruhig ist.
Du kannst auch sagen, ich mag Sport, weil ich mich danach gut fühle. Schon ein kleiner Grund macht deine Aussage persönlicher und lebendiger. Ich erzähle jetzt ausführlicher über meine eigenen Vorlieben. Ich mag den Morgen sehr gern, weil der Tag noch offen ist und alles ruhig beginnt. Ich trinke Kaffee, höre Musik und plane meinen Tag. Ich arbeite lieber am Vormittag, weil mein Kopf dann klar ist. Am Nachmittag arbeite ich langsamer, aber konzentriert. Am Abend mag ich Spaziergänge, ruhige Gespräche und Zeit ohne Termine. Große Partys mag ich nicht so gern, weil sie mich schnell müde machen und ich Ruhe brauche. Bei mir ist es etwas anders. Ich mag den Morgen, wenn ich genug Zeit habe und nicht hetzen muss. Ich stehe gern früh auf, um alles ruhig zu beginnen. Ich trinke lieber Tee als Kaffee und frühstücke gern in Ruhe. In meiner Freizeit lese ich gern, mache Yoga oder gehe spazieren. Ich mag es, wenn mein Alltag übersichtlich ist. Sehr laute Orte mag ich nicht, weil sie mich schnell stressen und müde machen. Du hörst, dass wir unsere Meinung nicht kompliziert erklären. Wir benutzen oft Wörter wie gern, lieber oder nicht so gern. Diese Wörter sind sehr wichtig, weil sie dir helfen, deine Gefühle und Vorlieben klar zu zeigen. Du brauchst dafür keine langen Sätze. Du kannst deine Meinung auch vorsichtig formulieren. Du kannst sagen, für mich ist es wichtig, dass mein Alltag ruhig ist. Du kannst auch sagen, ich glaube, dass einfache Dinge glücklich machen. Solche Sätze klingen freundlich und offen und passen gut in Gespräche. Jetzt ist dein Moment. Nimm dir Zeit und sprich laut. Sage jetzt 3 Sätze über Dinge, die du magst. Du kannst über Essen, Getränke, Musik, Tageszeiten oder Freizeit sprechen. Danach sage 3 Sätze über Dinge, die du nicht magst. Sprich ruhig und langsam. Und bleib bei einfachen Sätzen. Es ist nicht wichtig, ob alles richtig ist. Wichtig ist, dass du sprichst und deine Meinung hörbar machst. Du kannst diese Aufgabe jederzeit wiederholen und andere Dinge nennen, wenn du das Kapitel noch einmal hörst. Im nächsten Kapitel sprechen wir über Pläne und Wünsche für die Zukunft. Bleib dabei und mach in deinem Tempo weiter. Pläne und Wünsche. In diesem Kapitel sprechen wir über Pläne und Wünsche. Dieses Thema hilft dir, über die Zukunft zu sprechen. Du brauchst dafür kein schwieriges Deutsch. Schon mit einfachen Sätzen kannst du sagen, was du machen möchtest, was du hoffst und was für dich wichtig ist. Viele Lernende glauben, dass sie für die Zukunft eine neue Zeitform brauchen. Das ist nicht unbedingt nötig. Du kannst sehr viel mit einfachen Strukturen sagen. Du kannst sagen, ich möchte, ich will, ich plane oder ich hoffe. Diese Wörter reichen für viele Situationen. Typische Sätze sind zum Beispiel: Ich möchte Deutsch besser sprechen, ich will mehr reisen oder ich plane einen Kurs zu machen. Du kannst auch sagen, nächstes Jahr möchte ich in Deutschland arbeiten. Solche Sätze sind klar und verständlich. Du kannst deine Pläne auch ruhig erklären. Du kannst sagen, ich möchte Deutsch lernen, weil ich hier leben möchte. Du kannst auch sagen, ich plane mehr zu lesen, weil ich Ruhe brauche. Kleine Gründe machen deine Wünsche persönlicher. Ich erzähle jetzt etwas über meine eigenen Pläne. In nächster Zeit möchte ich mein Deutsch weiter verbessern, auch wenn es schon gut ist. Ich möchte sicherer sprechen und neue Wörter lernen. Ich plane, mehr zu lesen und regelmäßig zu schreiben. Außerdem möchte ich mehr Zeit draußen verbringen und meinen Alltag bewusster gestalten. Meine Pläne sehen etwas anders aus.
Ich möchte meine Arbeit besser organisieren, damit ich weniger Stress habe. Ich plane wieder mehr Sport zu machen und öfter Pausen einzulegen. Ich hoffe, dass ich in Zukunft mehr Zeit für Freunde habe und neue Orte entdecke. Du hörst, dass wir oft Wörter wie möchte, will, plane und hoffe benutzen. Diese Wörter sind sehr hilfreich, weil sie deine Zukunftsideen klar machen, ohne komplizierte Grammatik. Du kannst auch über kleine Wünsche sprechen. Du kannst sagen, ich möchte heute früher schlafen gehen oder ich hoffe auf gutes Wetter. Auch solche Sätze gehören zur Zukunft. Markus, mich interessiert noch etwas. Was möchtest du im neuen Jahr machen? Welche Ziele hast du für dieses Jahr? Das neue Jahr ist für mich immer ein guter Moment, um bewusst nach vorne zu schauen. In diesem Jahr möchte ich vor allem strukturierter leben und mir mehr Zeit für die Dinge nehmen, die mir wirklich wichtig sind. Ein großes Ziel ist, meine Deutschkenntnisse weiter zu vertiefen. Ich spreche zwar flüssig, aber ich möchte genauer sprechen, bessere Wörter benutzen und mich auch in schwierigen Gesprächen sicher fühlen. Dafür möchte ich regelmäßig lesen, vor allem Bücher und längere Texte, und mir neue Wörter aktiv notieren und benutzen. Ein weiteres Ziel ist meine Arbeit. Ich möchte meine Aufgaben besser planen und weniger alles auf den letzten Moment schieben. Ich habe gemerkt, dass mir ein klarer Tagesplan hilft, ruhiger zu arbeiten und abends zufriedener zu sein. Deshalb möchte ich mir jeden Morgen kurz Zeit nehmen und überlegen, was wirklich wichtig ist und was warten kann. Auch meine Gesundheit spielt in diesem Jahr eine größere Rolle. Ich möchte mich mehr bewegen, nicht aus Druck, sondern weil es mir gut tut. Ich plane, regelmäßig spazieren zu gehen, öfter mit dem Fahrrad zu fahren und kleine Pausen im Alltag einzubauen. Ich möchte besser auf meinen Körper hören und früher merken, wenn ich Ruhe brauche. Außerdem möchte ich mir mehr Zeit für Menschen nehmen. Ich habe gemerkt, dass Gespräche mit Freunden mir sehr viel Energie geben. Deshalb ist es mir wichtig, Treffen bewusst einzuplanen und nicht immer zu sagen, dass ich keine Zeit habe. Ich möchte präsenter sein und besser zuhören. Ein weiteres Ziel ist, bewusster zu leben und weniger gleichzeitig zu machen. Ich möchte Dinge langsamer tun, zum Beispiel essen ohne Handy, spazieren gehen ohne Musik und abends früher abschalten. Ich hoffe, dass ich dadurch entspannter werde und den Alltag mehr genießen kann. Und zuletzt habe ich einen kleinen Wunsch. Ich möchte mir erlauben, Fehler zu machen und nicht zu streng mit mir selbst zu sein. Ich möchte Neues ausprobieren, auch wenn es nicht perfekt wird. Für mich bedeutet dieses Jahr, Schritt für Schritt weiterzugehen und mir selbst Zeit zu geben. Das klingt sehr klar und sehr ehrlich. Deine Ziele sind nicht extrem, aber sehr bewusst. Und genau das macht sie stark. Ja, das hoffe ich auch. Kleine, realistische Ziele geben mir mehr Motivation als große Pläne ohne Ruhe. Jetzt bist du dran. Denk an das neue Jahr und an deine eigenen Pläne. Überlege, was du in den nächsten Monaten machen möchtest und was dir wichtig ist. Du kannst mit ganz einfachen Sätzen anfangen. Du kannst sagen, ich möchte Deutsch besser sprechen. Du kannst sagen, ich will mehr Zeit für mich haben. Du kannst auch sagen, ich plane etwas Neues zu lernen. Sprich jetzt mehrere Minuten am Stück über deine Ziele für dieses Jahr. Du kannst über Arbeit, Lernen, Gesundheit oder Freizeit sprechen. Wenn du möchtest, nenne auch einen Grund.
Du kannst sagen, ich möchte das machen, weil es mir gut tut oder weil es mir wichtig ist. Es ist nicht wichtig, ob alles perfekt klingt. Wichtig ist, dass du deine Gedanken auf Deutsch aussprichst. Bleib ruhig, sprich langsam und hör dir selbst zu. Du kannst diese Aufgabe später wiederholen und jedes Mal andere Ziele nennen. Mach jetzt eine kleine Pause und nutze die Zeit, um über dein neues Jahr zu sprechen. Erfahrungen und Erinnerungen. In diesem Kapitel sprechen wir über Erfahrungen und Erinnerungen. Das ist ein wichtiges Thema, weil du oft über Dinge sprichst, die schon passiert sind. Du erzählst, was du erlebt hast, was dir gefallen hat und was du gelernt hast. Dafür brauchst du kein perfektes Deutsch. Viele Lernende haben Angst vor der Vergangenheit, weil sie denken, dass sie eine neue Grammatik brauchen. Aber am Anfang reicht es, einfache Sätze zu benutzen. Du kannst sagen, ich war, ich habe gemacht, ich habe gelernt. Diese Formen hörst du oft und kannst sie Schritt für Schritt benutzen. Typische Sätze sind zum Beispiel: Ich war letztes Jahr in Deutschland. Ich habe viel gelernt oder ich habe neue Menschen kennengelernt. Diese Sätze sind klar und verständlich und reichen für viele Gespräche. Du kannst auch Gefühle hinzufügen. Du kannst sagen, das war schön, das war schwierig oder das war interessant. Gefühle machen deine Erinnerung lebendig, auch wenn die Sätze einfach sind. Ich erzähle jetzt von einer Erfahrung, die mir wichtig war. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war vieles neu für mich. Die Sprache war schwierig und ich hatte oft Angst, Fehler zu machen. Trotzdem habe ich jeden Tag gesprochen. Ich habe im Supermarkt geredet, auf der Arbeit Fragen gestellt und mit Nachbarn gesprochen. Am Anfang war es anstrengend, aber nach einigen Monaten habe ich gemerkt, dass ich immer mutiger wurde. Diese Zeit hat mir gezeigt, dass Übung wichtiger ist als Perfektion. Eine wichtige Erinnerung für mich ist meine erste Zeit hier. Ich erinnere mich gut daran, wie unsicher ich war. Ich habe viele neue Wörter gehört und nicht alles verstanden. Trotzdem habe ich zugehört und weitergemacht. Ich habe gelernt, dass Geduld sehr wichtig ist. Mit der Zeit wurde vieles leichter und heute bin ich dankbar für diese Erfahrung. Du hörst, dass wir oft einfache Wörter benutzen. Wir sagen nicht alles genau und perfekt. Wir erzählen ruhig und ehrlich. Genau so kannst du auch sprechen. Du erzählst, was passiert ist und wie du dich dabei gefühlt hast. Mehr brauchst du nicht. Jetzt ist dein Moment. Denk an eine Erfahrung, die dir wichtig ist. Das kann eine Reise sein, ein neues Land, ein neuer Job oder ein besonderer Moment. Erzähle jetzt über diese Erfahrung. Sprich mehrere Minuten am Stück. Du kannst sagen, wo du warst, was du gemacht hast und wie du dich gefühlt hast. Wenn dir ein Wort fehlt, sprich weiter. Du kannst auch Pausen machen und neu anfangen. Es ist nicht wichtig, ob alles grammatikalisch richtig ist. Wichtig ist, dass du deine Erinnerung teilst. Du kannst dieses Kapitel öfter hören und jedes Mal eine andere Erfahrung erzählen. Im nächsten Kapitel sprechen wir über Probleme, Herausforderungen und Lösungen im Alltag. Bleib dran und mach in deinem Tempo weiter. Probleme klären und telefonieren. In diesem Kapitel sprechen wir über Situationen, in denen es ein Problem gibt und man irgendwo anrufen muss, um etwas zu klären. Viele Menschen haben genau davor Angst, besonders in einer Fremdsprache. Telefonate sind oft stressig,
weil man den anderen nicht sieht und schnell reagieren muss. Das ist ein sehr typisches Problem. Am Telefon kann man keine Gestik sehen, man kann nicht auf den Mund schauen und alles klingt schneller. Deshalb fühlen sich viele unsicher. Das ist völlig normal und kein persönliches Versagen. Ich erinnere mich gut an meine ersten Telefonate in Deutschland. Ich hatte oft ein klares Problem, aber ich wusste nicht, wie ich anfangen soll. Schon der erste Satz war schwierig. Ich war nervös und hatte Angst, nicht verstanden zu werden oder etwas Falsches zu sagen. Ein typisches Beispiel ist ein Anruf beim Arzt oder bei einer Behörde. Man möchte einen Termin, eine Information oder eine Lösung. Dafür braucht man keine langen Sätze. Es reicht oft, ruhig zu sagen, ich habe eine Frage oder ich habe ein Problem und brauche Hilfe. Viele denken, sie müssen alles sofort perfekt erklären. Das stimmt nicht. Am Telefon darf man langsam sprechen. Man darf sagen, dass man etwas nicht verstanden hat. Man darf auch bitten, langsamer zu sprechen oder etwas zu wiederholen. Ich habe gelernt, immer mit einem sehr einfachen Satz zu beginnen. Zum Beispiel, ich rufe an, weil ich ein Problem habe, oder ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Diese Sätze geben dir Zeit und Struktur. Einmal hatte ich ein Problem mit einer Rechnung. Ich habe angerufen und gesagt, ich verstehe diese Rechnung nicht. Können Sie mir bitte helfen? Die Person am Telefon war freundlich und hat mir alles erklärt. Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, dass die meisten Menschen helfen wollen. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Ich musste einmal beim Internetanbieter anrufen, weil nichts funktioniert hat. Am Anfang war ich sehr angespannt. Dann habe ich einfach gesagt, ich habe ein Problem mit meinem Internet und brauche Hilfe. Der Rest des Gesprächs kam Schritt für Schritt. Wichtig ist auch, dass du dir Zeit lässt. Du kannst Pausen machen. Du kannst sagen, einen Moment bitte oder ich muss kurz nachdenken. Das ist ganz normal und wird akzeptiert. Du kannst auch sagen, ich spreche nicht perfekt Deutsch oder Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch. Diese Sätze nehmen oft viel Druck aus der Situation und machen das Gespräch entspannter. Probleme zu klären bedeutet nicht, perfekt zu sprechen. Es bedeutet, dran zu bleiben, ruhig zu bleiben und klar zu sagen, was du brauchst. Jetzt ist dein Moment. Stell dir vor, du musst irgendwo anrufen, zum Beispiel beim Arzt, bei der Bank oder bei einer Firma. Sprich laut und erkläre dein Problem. Beginne mit einem einfachen Satz und bleib ruhig. Du kannst sagen, warum du anrufst, was das Problem ist und was du möchtest. Wenn du magst, wiederhole die Situation und stelle dir ein echtes Gespräch vor. Du kannst dieses Kapitel öfter hören und jedes Mal ein anderes Telefonproblem üben. Im nächsten Kapitel sprechen wir über Gespräche im Alltag, zum Beispiel im Geschäft, im Café oder auf der Straße. Probleme klären und anrufen. In diesem Kapitel sprechen wir über Probleme im Alltag und über Situationen, in denen man irgendwo anrufen muss, um etwas zu klären. Das kann ein Anruf beim Arzt sein, bei der Bank, beim Internetanbieter oder bei einer Behörde. Für viele Menschen ist genau das besonders schwierig, vor allem in einer anderen Sprache. Telefonieren ist oft stressig, weil alles schnell geht und man die andere Person nicht sehen kann. Man kann nicht auf Gestik achten und nicht auf die Lippen schauen. Deshalb fühlt sich ein Telefonat oft schwerer an als ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Das ist ganz normal. Ich erinnere mich sehr gut an meine ersten Telefonate in Deutschland. Ich wusste genau, welches Problem ich hatte,
aber ich wusste nicht, wie ich anfangen soll. Schon der erste Satz hat mir Angst gemacht. Ich hatte Sorge, nicht verstanden zu werden oder etwas Falsches zu sagen. Ein typisches Problem war zum Beispiel eine Rechnung. Ich habe die Rechnung bekommen und nichts verstanden. Ich habe lange gezögert, bevor ich angerufen habe. Am Ende habe ich einfach gesagt, ich habe eine Frage zu meiner Rechnung und ich verstehe sie nicht. Dieser einfache Satz hat gereicht, um das Gespräch zu starten. Viele Lernende denken, sie müssen sofort alles erklären und perfekt sprechen. Das ist nicht nötig. Am Telefon darfst du langsam sprechen. Du darfst sagen, dass du etwas nicht verstanden hast. Du darfst auch bitten, dass die andere Person langsamer spricht oder etwas wiederholt. Sehr hilfreiche Sätze sind zum Beispiel: Ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe oder können Sie mir das bitte erklären? Diese Sätze sind einfach, aber sehr effektiv. Sie geben dir Zeit und Struktur im Gespräch. Ich hatte einmal ein Problem mit meinem Internet. Es hat mehrere Tage nicht funktioniert. Ich war nervös vor dem Anruf. Dann habe ich ruhig gesagt, ich habe ein Problem mit meinem Internet und es funktioniert nicht. Danach habe ich Schritt für Schritt erklärt, was los ist. Das Gespräch war am Ende viel einfacher, als ich gedacht hatte. Wichtig ist auch, dass du Pausen machen darfst. Du kannst sagen: Einen Moment bitte, oder ich muss kurz nachdenken. Das ist völlig normal und wird akzeptiert. Du kannst auch offen sagen, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Du kannst sagen, Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch. Das nimmt oft viel Druck aus der Situation und macht die andere Person geduldiger. Probleme zu klären bedeutet nicht, perfekt zu sprechen. Es bedeutet, ruhig zu bleiben, einfache Sätze zu benutzen und klar zu sagen, was du brauchst. Jetzt ist dein Moment. Stell dir vor, du musst irgendwo anrufen, zum Beispiel beim Arzt, bei der Bank oder bei einer Firma. Beginne mit einem einfachen Satz und erkläre dein Problem laut. Du kannst sagen, warum du anrufst und was du klären möchtest. Sprich langsam und ohne Stress. Stell dir ein echtes Gespräch vor. Du kannst diese Übung mehrmals machen und jedes Mal ein anderes Problem wählen. Peinliche Situationen und kleine Missverständnisse. In diesem Kapitel sprechen wir über peinliche Situationen und kleine Missverständnisse im Alltag. Solche Momente kennt jeder Mensch, egal in welcher Sprache. Besonders in einer Fremdsprache passieren sie oft, und genau deshalb sind sie ein gutes Gesprächsthema. Sie sind menschlich, sie bleiben im Gedächtnis und man kann viel daraus lernen. Viele Lernende schämen sich für peinliche Situationen und sprechen nicht gern darüber. Dabei sind genau diese Momente oft lustig, ehrlich und verbindend. Wenn man darüber spricht, merkt man schnell, dass man nicht allein ist und dass andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich erinnere mich gut an eine peinliche Situation in einem Restaurant. Ich wollte etwas ganz Einfaches bestellen. Ich hatte vorher geübt, was ich sagen wollte. Als der Kellner kam, war ich plötzlich nervös. Statt dem Gericht, das ich wollte, habe ich etwas völlig anderes gesagt. Der Kellner hat genickt und ist gegangen. Erst später habe ich gemerkt, dass ich ein Gericht bestellt habe, das ich eigentlich gar nicht mag. Ich habe es trotzdem gegessen, weil mir die Situation sehr unangenehm war. Eine andere Situation war, als ich bezahlen wollte. Ich wollte sagen, dass ich getrennt zahlen möchte. Ich habe aber die falschen Wörter benutzt. Und es klang so, als ob ich etwas ganz anderes meine. Der Kellner war verwirrt, ich war nervös
und die Menschen am Tisch haben gelacht. Im Moment war es mir sehr peinlich, aber heute kann ich darüber lachen. Ich kenne solche Momente sehr gut. Mir ist einmal im Restaurant etwas Ähnliches passiert. Ich wollte höflich sein und ein Kompliment machen. Ich wollte sagen, dass das Essen sehr lecker war. Aber ich habe die Wörter falsch kombiniert und es klang komisch. Der Kellner hat mich überrascht angeschaut und ich habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Mein Gesicht wurde rot und ich wusste nicht, wie ich die Situation retten soll. Eine andere peinliche Situation war, als ich in einem Café einen Kaffee bestellen wollte. Ich war müde und habe nicht richtig nachgedacht. Ich habe einen völlig falschen Ausdruck benutzt. Die Person hinter der Theke hat mich nicht verstanden und musste nachfragen. Hinter mir standen andere Leute und ich habe den Druck gespürt. Am Ende haben wir gelacht und es war gar nicht schlimm. Aber in dem Moment hat es sich sehr unangenehm angefühlt. Solche Situationen zeigen, dass Sprache nicht immer perfekt sein muss. Missverständnisse passieren und oft sind sie gar nicht so schlimm, wie sie sich anfühlen. Viele Menschen reagieren freundlich, geduldig oder mit Humor. Wichtig ist, dass man nach einer peinlichen Situation nicht aufhört zu sprechen. Genau das Gegenteil ist hilfreich. Wenn man weiterspricht, lernt man schneller und wird sicherer. Peinliche Momente sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen dafür, dass man aktiv ist. Ich habe gelernt, über mich selbst zu lachen. Wenn etwas schief geht, sage ich manchmal einfach: Entschuldigung, mein Deutsch war gerade durcheinander. Das entspannt die Situation sofort. Humor hilft sehr. Wenn man ruhig bleibt und weiterspricht, merkt man, dass die meisten Menschen Verständnis haben. Niemand erwartet Perfektion. Jetzt möchten wir dich einladen, auch an deine eigenen Erfahrungen zu denken. Vielleicht hattest du eine peinliche Situation im Restaurant, im Geschäft, bei der Arbeit oder im Gespräch mit anderen Menschen. Wenn du möchtest, schreibe eine peinliche Situation, die dir passiert ist, in die Kommentare. Du kannst kurz beschreiben, was passiert ist und wie du dich gefühlt hast. Deine Geschichte kann anderen Mut machen und zeigen, dass solche Momente ganz normal sind. Wir freuen uns darauf, deine Erfahrungen zu lesen und gemeinsam darüber zu lachen. Gespräche im Alltag und Smalltalk. In diesem Kapitel sprechen wir über Gespräche im Alltag und über Smalltalk. Das sind kurze, oft spontane Gespräche, die überall passieren können. Sie entstehen im Geschäft, im Café, im Restaurant, im Treppenhaus, an der Bushaltestelle oder bei der Arbeit. Diese Gespräche wirken manchmal unwichtig, aber sie spielen eine große Rolle, weil sie Nähe schaffen und den Alltag leichter machen. Viele Menschen denken, Smalltalk ist oberflächlich oder unnötig. Ich habe aber gemerkt, dass Smalltalk besonders wichtig ist, wenn man neu in einem Land ist. Durch diese kleinen Gespräche fühlt man sich weniger fremd. Man wird gesehen, gehört und als Teil der Umgebung wahrgenommen. Das gibt Sicherheit. Für viele Lernende ist Smalltalk schwierig, weil er nicht geplant ist. Man weiß vorher nicht, was gesagt wird. Genau das macht ihn aber zu einer sehr guten Übung. Smalltalk braucht keine perfekten Sätze. Er lebt von einfachen Beobachtungen und kurzen Reaktionen. Am Anfang reichen ganz einfache Aussagen. Du kannst über das Wetter sprechen, über die Situation oder über etwas, das ihr beide gerade erlebt. Du kannst sagen, heute ist es sehr voll hier. Du kannst sagen, es ist kalt heute oder das Essen riecht gut. Solche Sätze öffnen ein Gespräch ohne Druck.
Ich erinnere mich gut an meine ersten Versuche mit Smalltalk. Ich war oft unsicher und habe lange überlegt, ob ich etwas sagen soll. Oft habe ich dann gar nichts gesagt. Später habe ich gemerkt, dass viele Gespräche ganz von selbst entstehen, wenn man einen kleinen Satz sagt. Manchmal entsteht ein Gespräch, manchmal nur ein Lächeln. Beides ist in Ordnung. Eine typische Situation für Smalltalk ist das Restaurant. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem ich alleine essen war. Der Kellner fragte mich, ob alles in Ordnung ist. Ich sagte, ja, das Essen ist sehr gut. Daraus entstand ein kurzes Gespräch über das Restaurant und darüber, wie lange es schon existiert. Es war kein tiefes Gespräch, aber es war freundlich und angenehm. Mir ist etwas Ähnliches passiert. Ich war in einem Café und habe einen Kaffee bestellt. Die Person hinter der Theke sagte etwas über das Wetter. Ich habe geantwortet und gesagt, dass ich den Regen mag, weil es dann ruhiger ist. Daraus wurde ein kurzes Gespräch. Dieser Moment hat mir gezeigt, dass Smalltalk oft ganz natürlich entsteht. Natürlich gibt es auch peinliche Momente. Manchmal versteht man etwas falsch oder antwortet nicht passend. Das ist mir auch passiert. Ich habe einmal in einem Restaurant auf eine Frage falsch reagiert, weil ich sie nicht richtig verstanden habe. Im ersten Moment war es mir unangenehm. Danach habe ich gemerkt, dass die Situation gar nicht schlimm war. Wir haben gelacht und weitergemacht. Solche Momente gehören dazu. Smalltalk ist nicht perfekt. Er ist menschlich. Je öfter du solche Situationen erlebst, desto ruhiger wirst du. Mit der Zeit denkst du weniger nach und sprichst natürlicher. Smalltalk hilft auch, Beziehungen aufzubauen. Ein kurzes Gespräch mit einem Nachbarn kann dazu führen, dass man sich grüßt. Ein Gespräch im Geschäft kann dazu führen, dass man sich wiedererkennt. Das gibt ein Gefühl von Zuhause. Wichtig ist, dass du dir selbst keinen Druck machst. Du musst nicht immer etwas sagen. Aber wenn du etwas sagen möchtest, dann reicht ein einfacher Satz. Dein Deutsch darf langsam sein, dein Deutsch darf Fehler haben. Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du nachfragen oder ehrlich sein. Du kannst sagen, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Das ist normal und zeigt Interesse. Jetzt ist dein Moment. Denk an eine Alltagssituation, die du oft erlebst. Das kann ein Geschäft sein, ein Café, der Arbeitsplatz oder dein Wohnhaus. Stell dir vor, du bist dort und führst ein kurzes Gespräch. Überlege, was du sagen könntest. Sprich ein paar Sätze laut und stell dir die Situation vor. Du kannst diese Übung immer wieder machen und verschiedene Situationen ausprobieren. So wird Smalltalk Schritt für Schritt leichter. Im nächsten Kapitel sprechen wir darüber, wie man Gespräche beginnt, weiterführt und auch freundlich beendet. Bleib dran und mach in deinem Tempo weiter. Bevor wir diesen Podcast beenden, möchten wir uns kurz bei dir bedanken. Wenn du bis hierher gehört hast, hast du viel Zeit mit Deutsch verbracht und vor allem viel zugehört. Das allein ist schon ein wichtiger Schritt. Du hast in dieser Folge nicht nur zugehört, sondern hoffentlich auch gesprochen, nachgedacht und neue Sätze ausprobiert. Genauso entsteht Fortschritt. Nicht durch Perfektion, sondern durch Wiederholung und Mut. Wenn dir dieser Podcast geholfen hat, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung. Du kannst die Folge liken, bewerten oder mit anderen teilen, die auch Deutsch lernen möchten. Schreib uns gern einen Kommentar und erzähl uns, was dir gefallen hat oder welches Thema du dir für eine nächste Folge wünschst. Vielleicht hast du auch einen Satz, den du heute gelernt hast. Teile ihn mit uns. Du kannst uns auch schreiben,
in welcher Situation Deutsch für dich am schwierigsten ist. Vielleicht ist es ein Telefonat, ein Gespräch bei der Arbeit oder ein Treffen mit neuen Menschen. Deine Rückmeldungen helfen uns, diesen Podcast besser zu machen und Inhalte zu wählen, die dir wirklich helfen. Wenn du magst, hör dir einzelne Kapitel noch einmal an und sprich die Aufgaben erneut. Jede Wiederholung macht dich sicherer. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und bis zum Ende dabei warst. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis bald und bleib dran.